So, hier. Sind wir schon in Marianopel. Ach, wie schön. So. Ach, wie schön. Und hier haben wir viele Quests. So, warte. Wo ist denn der Postkasten? Hier. Da nehme ich wieder eine Scroll. So. Das ist so ziemlich die Main City. Also, wir haben hier Innkeeper, Dingens, hier mal kurz schauen. Marianopel. Level 24 bis 26. Und hier war Level 19 bis 30. Okay. Level 23 bis 23 ist White Warden. Interessant, so hier. Arg, all this garbage. How is a man supposed to run a respectable inn with all this trash lying around? It's all the incompetent thief-face fault. He's supposed to collect the trash that litters our city, but he drops more of it than he picks up. Would you follow Tiffans, the garbage collector, and pick up the trash he leaves behind? I pay you double what I pay him, if it means the square will be clean for once. Okay. Gut. Was haben wir denn? So viele Quests. Also, mal hier. Wie Invalid Target. So. Wo ist das nächste? Da ist noch was. So. Sehr schön. Nee. Extra progress. So. Overachieved. Hooray. That is love. Oh. Say you're quite good at this. Would you like to look like a full-time job? I can promise decent pay in a small room above the... Wait, where are you going? So, mal schauen. Also hier ist ein Ausrufezeichen, hier ist keine Quest. Gut, dann haben wir hier auch Ausrufezeichen, das sind keine Quests. Da sehe ich gar nichts. Das sind lauter Ausrufezeichen, aber keine Quests. Okay. So, dann haben wir hier Southern Gate Dingens hier. Was anderes. Und hier haben wir auch was. Gehen wir mal zur Main Quest. Wenn ich da irgendwie hinkomme. Mal dadurch. Krass. Schon ein bisschen verwirrend. Ist nicht da drin, oder? Da ist Trash. So. Hier entlang. Ich war noch nicht so oft in Marianopel. Meistens
war ich immer da unterwegs, wo mich niemand killen kann. Weil alles für mich rot ist, weil ich immer Harania gespielt habe. Und die Guards würden mich dann killen. So. Are you Postmaster Björn? Ah, welcome. You must be Herzchen. Good to see someone of the proper height. Again, if you don't mind me saying, Nuyen cities are nice, but you do get tired of craning your neck up at the looming bastards. Now then, what can I do for you? I'm looking for the address on the piece of paper. According to the records in the postal archives, it should be somewhere in the city. What, this place again? You're the second person to ask about it today. Someone else asked about this exact address? You sure? Of course, I'm bloody sure. Rich Nuyen bloke too. Sounded snobby. Anyway, the house is at the other side of that courtyard across the street. If you hurry, you should still be able to catch up with him. Wie viel Platz hat ihr noch im Inventar? Gut. Immer so viel Zeug hier. Na, jetzt können wir das auch mal wieder aufmachen. So. Das ist cool. Coole, wie nennt man das? Kutsche. Carriage. Kutsche. So. Schauen. Was da rein hier? Da drin? Was ist da unten? Ich sag's ungern, aber das ist creepy. What the fuck? Ich glaub nicht, dass ich hier richtig bin. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ist komisch. So. Mal hoch. Foolish dwarf. You were so obviously looking for something valuable. You led me right to it. I wonder just how much your people would pay to get it back. One way to find out, I suppose. Shame you won't be alive. Tja. Leg dich niemals mit einem kleinen Mädchen an. This was definitely Mika Inga's study. His laboratory must be downstairs. Lustig ist, da war ich gerade. Ich habe das Laboratory gefunden. Und bevor ich es finden sollte... Roland, du warst vorher noch nicht da. Herzchen, thank the timeless God you're here. You have to help me. High Priest Roland? What are you doing this far from the temple? My colleagues are convinced Mikael Inga was a heretic for trying to achieve time travel. They say only our Lord Shadigan can possess such power. That's why they were seizing all of Inga's research in our cradle and suppressing his name in our histories. I don't want these later inventions to come to light. They're afraid someone might actually get them to work. Please, you have to talk some sense into them. Their research is too important to destroy in the name of religion. You have to go in there and stop them. Muss ich jetzt wieder zurück? Warte, was? Hier, stop Strategons from destroying the blah. Okay, und wie mache ich das jetzt?
time travel is forbidden, so Yinga's research is blasphemy. All knowledge of it must be destroyed. Mio? Das ist creepy. So. You made it for a while there. Some of us were afraid you weren't gonna wake up at all. What happened? I remember the priests and then Ulan transformed and the guards saved me? What's going on? Right after you left, a bunch of Shadigan priests and undead guards reported in demanding to know where you'd gone. The priests went down to the basement and the guard took up positions around the house to keep everyone out. But one of the priests, Uland, I think they said his name was, revealed himself to be a Naga in disguise and tried to make off with Inga's research. He would have killed you for sure if the guards hadn't rushed in when they did. Damn it, they probably had their eyes on me since the moment I walked into the temple. They were using me to get to Inga's lab. Whatever those priests were up to, they clearly weren't expecting one of their own to turn into a damned Naga. They're a big thing at work there, friend. The Sage of Rhodes himself is coming here tomorrow to question you. Speaking of which, you look like hell. You should head back inside and get some more rest, so you're ready for the Sage of Rhodes when he arrives. You're no good to anyone if you're dead on your feet. Gut, und dann geht er nochmal rein und kann dann schlafen. Kriege ich dafür XP? Body and mind, you were exhausted. You immediately slipped into a deep sleep. Then the dream began. You saw an aged dwarf clutching a tome. His voice sounded like it was coming from far away. But it was absolutely the same voice that had told you to find the weapon and save your people. He said the bloody snakes were interfering with his ability to communicate with you. Apparently, they were also to blame for your memory loss. He claimed to be the god Shadagon. He'd sent you back in time to find a special weapon that could turn the tide of a terrible war. Not only had the weapon been lost, it needed someone of heroic spirit to operate it. Someone like you. You had apparently been born in the distant future. A future filled with terrible, serpent-like monsters called the Akash. They had invaded the world once before, and only barely been vanquished. Since then, their power had only grown, along with their malice. Now, in the future, all of existence teetered on the brink of death once again. It was your duty to make sure the dwarves had the right tools for the battle. Find the weapon. Save your people. Gut. So. Dann gehen wir mal da weiter. So machen wir die Story noch ein bisschen weiter. Damit ich Level 30 bin. Damit ich den Gem haben kann. Damit ich mal schauen kann, wie weit ich den Gem bringe. Ja, komme ich da hoch? Da rein, ja?
Also schauen wir mal. So. Rosen. So. Ich nehme an, ich muss da hoch. So. Vielleicht auch nicht. Hoch. Komme ich denn da hin, Mann? Gott. Ups. Das ist ein bisschen laggy. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung. Mein Leben hasst mich. Ich glaube, ich muss doch da hoch. Schauen wir mal von da aus, ob wir da hochkommen. Gott! So, nehmen wir mal hier mal einen Mount. Genau. Das ist natürlich genau daneben spawnt. Wie soll es auch anders sein? Wie zur Hölle komme ich denn da rein? Explorer, yay, Achievement! Ich habe keine Ahnung, Mann. Muss da irgendwie einen einfacheren Weg geben, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, da wollte ich ja reingehen. Da ging's nicht. Ich will da unten reingehen. Oh, hier kann ich reingehen. Echt?
gefunden. Na gut, wenn man es nicht weiß, ist halt blöd. Welcome, Herzchen. I've been expecting you. I assume you have recovered from your meeting with the Naga. I am the Sage of Rhodes of the Six Scholars that dictate and interpret dwarven law. It is my role to stay abreast of foreign affairs, which means your little indecent in this city falls firmly under my jurisdiction. Okay. Now that introductions are complete, you must have questions. Please speak freely. You're damn right I have questions. How long have the Shotgun priests been following me? Did you know Oland was a snake creature? What did he want, and why did you let me in your plan? Why did you let me in on your plan? Rammstein, the apprentice to the Sage of Savor, works closely with the Temple of Shotgun. I believe you met him the day you first arrived there. It was his agents that tracked your progress on the quest, informing him of your movements. As for Uland, I swear to you, no one knew of his true nature. How a Naga rose to such heights in the temple is a mystery that I eagerly desire answers to. We believe it was Uland's influence who led the Astras to ally themselves with the Gorgons. I suspect they hoped it would destabilize the region, buying him time to continue his search for Mikael Inga's laboratory. Uland and his kind workship, the Akash, an ancient race of serpents imprisoned thousands of years ago. We can only assume he hoped to use Mikael Inga's research to go back in time and prevent the Akash downfall. The other sage and I have many questions regarding your involvement with Inga, but first we have a mission for you. Take this teleporter, it will transport you to my apprentice Nodar. He'll explain when we get there. Yay! Und ich bin Level 30, wie schön. So, jetzt haben wir bekommen einen Teleporter. Und als nächstes kriegen wir dann Scrolls, damit ich dann meine Dinge wieder weitermachen kann, so wie es ausschaut. So, jetzt können wir hier mal Portpunkt erstellen. Recall Point mit F. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kann ich immer nach Marianopel gehen. Hier kann ich die Quest annehmen. The honorable heroes of New Year need blue salt bones. Those who donate to the cause will be rewarded to the service. King Andrion II. Ist nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Ja, was haben wir hier? Swearing Dingens here. Have you heard? King Andrion has tasked the heroes of Nuyen with overseeing a god statue in his honor. When it's completed, it will grant a potent blessing to any loyal citizens who kneel before it. If you visit the complete Andrion II statue, two statue, be sure to approach it and swear allegiance to the Nuyen Alliance, and if there is a friendly hero nearby, you gain an even greater blessing. Try it out. You have delivered tribute to the statue of King Andrian. All the nations of Nuyen are presenting gifts to honor him, and in return he grants us a token of his favor. If you want to honor your lord, you should find yourself a pack of cargo and deliver it to the statue right away. If you're lucky, you even get a gift in return. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das hier ist: Hello, are you familiar with our new crafting request boards installed at each community center? For items that you may not be able to craft due to a lack of proficiency or labor, you can now post a crafting request and pay someone to make the item for you. Then
To make a crafting request, you have to have all of the materials you would normally need to craft the item. Then you can bundle them all together to craft the crafting request, which will appear in your inventory. Why don't you try it now? Not every item that can be crafted is eligible whatever for a crafting request, but I'm sure you can find something you need that you don't feel like doing yourself. Pick an item you like to request, gather the proper materials, then make a crafting request and show it to me. Weil was gibt's denn eigentlich dann als Return? Gibt's ja kein Quest Reward. So, wir können das mal kurz machen. Crafting Request. Oh, Stone Brick. Ich fühle mich jetzt nicht, als müsste ich jetzt hier einen... Warte, gehen wir einfach nur Brick ein. Ach ja, ich habe ja jetzt keinen Stein mehr dabei. Warte, hier irgendwo muss... Hier, da ist das Warehouse, genau. Und so nehmen wir das mit raus. Dann lasse ich mir einen Stone Brick craften. So, hier. Board. Nee, warte. Ich kann hier nicht requesten. So. Das ist doof. Wieso kann ich hier nicht einen Stone Brick machen? So, hier, da Request. Genau, mal einen. So, kann ich 10 Stone Bricks machen. Warte, und hier? Die Statue ist nicht... Doch, da ist die Statue. Hey, ein Blessing. Also, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Ah, I see you've been to the statue. That blessing will give you the strength you need to defeat our enemies and bring glory to the Nuyen Alliance. Carry it with pride. Ja, ich hab Honor bekommen. Ist das nicht schön? So. Gut. Wo haben wir die Posteule hier? Jetzt kann ich mir nämlich die ganzen Screws hier holen. So, genau, weg damit. Delete. Delete. Dann sehen wir auch schon, wie viele Stunden ich da schon gespielt habe. So. 4 Stunden ich schon auf dem Java. Haben wir schon wieder 5000 Labor. So. Krass. Schon 13. Gut. Dann hole ich mir hier für meine 61 Geda-Sterne, hole ich mir einen Ruby. So, den habe ich da oben. Wunderbar. Und dann versuchen wir das doch mal. Hier mein Glück. Einmal hier. Rechtsklick drauf. Den Ruby rein. Und dann schauen wir mal. Kostet immer 50 Labor. Und haben wir schon auf Level 2. Schön. Beim ersten Versuch. Super. Nochmal. Und wir haben gefailt. Geht's mal ja voll oft gefailt. Und nochmal gefailt. Und nochmal gefailt. Und nochmal gefailt. Ah, das gibt ja immer dann wieder ein Bonus-Ding. 5 Bonus dazu. Und nochmal gefailt. Nochmal, weil es so gut geht. Und wir haben es auf Rank 3. Super. Rank 3. So. Und fail.
Fail. Na komm. Komm, einmal geht noch. Gut, das ist das letzte. Letzter Versuch für heute. Ah. Hey, immerhin, auf Rank 3 haben wir schon mal. Gut, dann war's das für jetzt, würde ich sagen. Dann werde ich dann wahrscheinlich mal gucken. Mal sortieren. Packen wir mal Mount weg. Wo haben wir denn hier? Da. Also packen wir mal ein bisschen Zeug rein, wie zum Beispiel das hier, das hier, das. So. Dann machen wir dann demnächst weiter. Und ich werde jetzt dann noch schauen. Machen wir die nur kurz auf. So, machen wir hier rein. So. Ich werde jetzt einmal den Stein craften und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gut. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen minen, wer weiß. Ja. Mal schauen. Dann sehen wir mal, welches Level ich dann bin nächstes Mal, wenn ich wieder da bin.